Ja. Linkshändler? Ja. Schneiden rechts und dann andere. Und ihr kommt aus Sri Lanka? Sri Lanka. Oh. Ja. Ja. Und ab und zu auch in Heimat, ab und zu? Ja. Ja? Wie oft? Alle 3 Jahre. Alle 3 Jahre. Ja. Langer Flug, oder? Lange Fliegen. Langer Flug, 10 Stunden. 10 Stunden. Ja. 10 Stunden, ja. Aber dieser Ticket auch teuer. Wie teuer jetzt? Jetzt 1200 Euro pro Person. Oder? 1200 Euro? Ja, jetzt in Schulferien ein bisschen mehr, aber sonst 900 oder. 900 mindestens, ja? Ja. Oh, teuer. Ja, Und Aufenthalt im Monat, so Monatskosten, da sich da aufhalten so als Tourist im Monat? Sri Lanka ist aber ganz billig. Ganz billig, ja. Ganz billig. Also Flug ist das meiste, ja? Flug teuer. Aber Essen, alles, Zimmer, alles billig. Ganz billig. Okay. Das geht. Salatmaschine.
130 Sitzplätze, ja? 130 Sitzplätze. Ja, 130. Wenn ich quetsche, 140. Ach, okay. Hallo Anima, Hello. wie geht es dir? Sehr gut. Wo sind wir hier? Wir Erzähl. sind hier im Restaurant Bommersheim in Niederhöchstadt, Eschborn. Nähe Frankfurt vielleicht. Für die meisten ein Begriff. Und wir sind hier, also das ist jetzt, was für ein Restaurant? Erzähl bitte mehr. Das ist ein deutsches Restaurant, also gut bürgerliche Küche. Kein Shishi. Ja, der Mittelpunkt in Niederhöchstadt, würde ich sagen. Und seit wann gibt es? Ja, eigentlich seit 1810 gibt es, also das Gebäude an sich, das ist ja ein Hotel- und Restaurantbetrieb. Und jetzt in der 7. Generation, wobei das Restaurant seit ein paar Jahren getrennt ist vom Hotel. Also jetzt bin ich die Pächterin und davor war mein Vorgänger, der hatte das ein paar Jahre und ja, Familie betreibt noch das Hotel. Ich hatte mich damals beworben auf eine Service, also mein Vorgänger hat eine Serviceleitung gesucht und ich hatte einen Job eigentlich und wollte aber mal was Neues ausprobieren und habe die Stellenanzeige gefunden, mich beworben. Das ging auch relativ schnell. Dann kam leider Corona dazwischen, der zweite Lockdown. Und nach dem zweiten Lockdown habe ich dann angefangen zu arbeiten und habe dann hier, also war Serviceleitung, habe da schon eigentlich den Laden gemanagt. Und bei meinem Bewerbungsgespräch hieß es schon, dass er irgendwann mir das übergeben würde, aber ich habe dann gedacht, naja gut, irgendwann, ja, das irgendwann war dann 1,5 Jahre später. Ja, und jetzt bin ich seit 23 hier. Als Pächterin? Als Pächterin, ja. Das heißt, Pächterin bist du nach 2 Jahren? Ich habe im Mai 21 habe ich angefangen. Und Februar 23 habe ich übernommen. Ja, 1,5 Jahre. Bisschen mehr als 1,5 Jahre. Ja, toll, oder? Also, Mega. mega, oder? Ja. Schön. Ich wollte es schon immer machen. Nein, eigentlich war das ungeplant. Also es war echt ein Zufall. Also Zufall? Ja, dass es so schnell ging. Also ich hatte schon mal im Kopf, selbstständig und eigener Laden, hatte ich, ja, ich glaube, das hat, also wer in der Gastro arbeitet, hat den Gedanken, irgendwann mal schon irgendwas Eigenes zu haben. Aber für mich war das so, ja, in der Zukunft irgendwann. Und das ging dann doch relativ schnell. Ja, hab's aber bis jetzt eigentlich, also das heißt eigentlich, nee, hab's nicht bereut. Ja. Läuft gut. Läuft super. Also bin ja jetzt, das ist mein 3. Jahr jetzt. Ja, also läuft super. Klar gibt es da 1, 2 Sachen, die verbessert werden können oder wo ich dran bin. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, das sind meine ersten 3 Jahre als Selbstständige, also komplett selbstständig. Da muss ich halt natürlich auch lernen. Ich meine, ein Unternehmer oder der super Selbstständige, der fällt halt nicht vom Himmel. Deswegen, also ich entwickle mich da auch selbst weiter. Und, aber bin zufrieden, also was heißt zufrieden? Super zufrieden, wie es läuft, das Geschäft läuft. Ja, Personalmangel wie immer, wie überall, aber also wir kriegen das gut hin. Und die Gäste? Eure Gäste? Von wo kommen die? Einheimische oder? Auch ja, wobei man sagen muss, der größere Teil ist von außerhalb. Also muss man dazu sagen, wobei wenn ich von mir jetzt ausgehe, wenn ich jetzt essen gehe, wenn ich mal frei habe, gehe ich halt auch nicht entweder hier in Niederhöchstadt essen oder wo ich wohne. Ich gehe dann auch außerhalb. Und das ist auch dann logisch, dass unsere Gäste, also klar, die Niederhöchstädter, die kommen hier rum. Es ist auch, wir sind jetzt nicht nur ein Restaurant, wo man jetzt nur essen geht. Also wir sind Treffpunkt für Geselligkeit, Freunde. Also dadurch, dass wir hier natürlich auch im Winter unsere Hütte haben, im Sommer unsere Weinlounge. Da trifft man sich oder auch mal an der Theke. Natürlich, also die Einheimischen sind da, aber ich würde sagen 60 zu 40. Also 60 ist eher von außerhalb.
Die Soße für Kartensoße. Die Gänse. Okay. Ja. Lecker. Magst du probieren? Vielen Dank später. Dankeschön. Ja, sehr gut. Ja, das ist der Star von heute Abend. Heute startet nämlich unsere Gänsezeit. Ah. Da lecker. Unsere Gänsekeulen. Die wurden nicht heute Morgen, heute, ich weiß nicht wie Heute viel. Mittag, ja. Heute Mittag. Heute Mittag. Ja, wir starten jetzt am 11.11. starten wir mit der Gänsezeit. Das ist ja heute. Heute. Das ist ja Du heute. bist pünktlich zur Gänsezeit. Gab's heute Siehste. ganz Ja. Essen. Ja. 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 Ja, lecker. Ja, jedes Jahr aufs Neue. Gänsezeit. 11.11. Krafteinsatz. Ist gut. Ja, Mann. Ist gut? Ja. War sehr lecker, kann ich euch sagen. Zana, Molim? daš mi jednu plavu vrećicu, molim te. Ja. Aj, molim te.
23. Und Sie sind hier 30 Jahre tätig? Sie sind hier 30 Jahre tätig? Ja? 30 Jahre? Lange Zeit. Ja. Ja, 90 ist 94, ja? Ja. Wie ist das Essen in Sri Lanka? Scharf? Sri Lanka ist sehr scharf. Sehr scharf, ja? Aber Sri Lanka leben nur 19 Jahre, mehr leben wir in Deutschland. Ah, in Deutschland mehr jetzt, ja? Ja, ist 19 ist gekommen, ja. Das 20 Jahre ist lange Leben, aber Und jetzt hier schon seit 30 30 Jahren, ja? Und dann in Deutschland länger als in Sri Lanka. Sri Lanka. Aber ab und zu auch da. Ja, jedes Jahr sowieso. ist immer. Jedes Jahr. Ja. Es geht los?
Kotlet mi yiyor? Aynen. Aufschnitten. Aber Rinder, oder? Cordon bleu. Cordon bleu. Cordon bleu, hè? Nee, einmal mit Pommes, ja. Okay. Bis eins. Ja, Cordon bleu mit der Bratkartoffel, einer Rumstiefel, normale Medium. Angucken. Nie filmen das nicht so, ja?
Was ist das hier? Trailer Knödel. Knödel. Knödel, ja. Spinat? Nee, oder? Ja, einmal Spinat, einmal Käse. Okay. Ja. Das ist aufwachen, einmal ohne Speck mit der Kartoffel. Also so, das ist für Wurstsalat. Eier mit Zucchini. Das ist normalerweise im Sommer unsere Terrasse, also wir sagen Palmengarten. Das ist normalerweise bestückt, also wir haben ungefähr um die 80 Sitzplätze. Und jetzt im Winter, im Winter kann man schon sagen, haben wir unsere Glühweinhütte. Die starten wir jetzt ab Donnerstag, den 13.11. Immer Donnerstag bis Samstag gibt es dann Glühwein, heißen Apfelwein. Für die, die aus der Gegend sind, wissen, was ich meine. Und Kinderpunsch, dann gibt es so Brotkörbchen mit Kochkäse. Und was wir neu dieses Jahr haben, ist Open Air Käsefondue. Also nur auf Vorbestellung. Da machen wir dann Käsefondue hier draußen. Für 2, 4, 6 Personen, je nachdem. Das ist so im Winter unsere, ich sag jetzt mal, Attraktion in Niederhöchstadt. Sonst, wem der Weihnachtsmarkt in Frankfurt zu weit ist, der trifft sich dann hier mit Freunden, Family, kommt dann entweder zum Essen oder geht runter in unser Kaminstübchen. Wurstsalat fehlt noch und nochmal 2. Warte mal, bis 9? Bis 9? Kannst du hin, dann gehe ich nach dem Essen. Ja,
Was haben wir hier? Was haben wir hier? Das Ja? Räucherlachs mit Kartoffelpuffer. Mami, machst du mir noch mal in einem separaten... No, deutsche Biftek, diese. Mikrodot. Manche, was hast du gesagt? 28 und bis 9. Okay, schön. Cordon, Pardon. alle mit BK oder? Dann machst du ihn mir fertig. Nur einmal, 45, ja? Also an 45 einmal. Komm, Mama.
Und zweimal Rinderbraten, ja? Rinderbrust. Rinderbrust, ja. Mami, die sind jetzt zweimal an 31 beim Gänsebraten. Ja, bitte. Wir brauchen 3er Tisch. Wir gehen in den Wald und Holz suchen. Das wird er jetzt hoffentlich nicht aufhören. Ja, mitnehmen. So, jetzt ist 31. Erstmal das 4 bitte. Das heißt, Tisch 4, 2 Cordon Bleu, einmal Beef. Ja. Die Salate sind draußen. Nein. Das 6 auch, ja? Und. Der einzelne Herr hier, Tisch 18 bitte. Gleich bitte. Hast du noch Butter für mich? Eher für hinten für 41. Du kannst mir jetzt das auch dann, auf dem Teller werde ich entscheiden, einmal ohne wie auch Soße, immer, ja? ist egal. Ja. Noch 18 auch, wirklich? Ja. Wurstsalat? Was muss sonst noch? So, und dann wieder, warte Moment, das ist 5. Erstmal warten, Moment, bleiben. Okay. So, erstmal das 5. Zweimal Salatziege, aber mit Brote. Das, was euch am besten passt. Egal. Okay. Nani? Moin aus Hamburg. Ich komme selbst aus Hamburg. Und ihr? Thüringen. 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 Okay. Erfurt. Erfurt. Erfurt sagt ihr was? Okay. Was macht ihr hier? In, Wir arbeiten hier, also sind Monteure. okay. Wir sind Jetzt in Eschborn oder? Nee, Oder in Frankfurt? Kronberg. Also gleich hier. Auch gleich in der Ecke. Genau, genau. Bei Zu- Ski. Okay. Zum ersten Mal hier? Oder? Nee. Ja, okay, öfters. Schon seit Jahren. Wir sind ja bekannt. Ah, okay. Was isst ihr meistens? Was bestellt ihr meistens so? Oder immer unterschiedliche? Bommi-Burger. Hä? Bommi-Burger. Burger, okay. Hacksteak. Burger. Genau, Hacksteak nach alter Art, oder wie das heißt. Ne? Also wirklich. Ja, okay. Ja, dann später guten Hunger. Dankeschön. Ja? Danke.
23 ist das alles. Irene. Diese Soße separat. Ja, Soße ist machen. Das ist Rinderbrust auch, ja? Ja. Alles 41. Ja, weiß ich. Bin vorbereitet. Dann haben wir die essen. Auch noch. Welcher Tisch geht? 41. So, ich Vielen Dank fürs Gespräch. Steffen Kimfleisch. Der Herr ist schon hier Stammgast, oder? Ja, Stadtältester. Sollte man vielleicht erwähnen. Was heißt das? Was bedeutet das? Nein. Stadtältester ist eine Auszeichnung, die die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eschborn vornimmt. Bekannt ist das Ehrenbürgerrecht, da weiß jeder, was er mit anfangen kann. Und wenn man über eine gewisse Anzahl von Jahren in der Kommunalpolitik tätig war, dann kann man zum Stadtältesten befördert werden oder ausgezeichnet werden, wie auch immer.
So, vielen Dank. Ja, nehme ich draußen, oder? Oder gibt's hier? Irgendwo hin? Ja, hier. Ja, links. Ich war schon in diesem Lokal bei den Vorgängern, da war ich 12 Jahre alt. 12 Jahre? Und heute bin ich Mitte 80. Und das war ein Lokal, wo man aus Frankfurt rausfuhr nach Niederhöchstadt. Und hier gab es in erster Linie halbes Hähnchen mit Pommes frites oder Rippchen mit Kraut und Brot. Also das ist jetzt 70 Jahre her. Ja, und vielleicht noch 3, 4 andere Gerichte und sonst gar nichts. Und es war regelmäßig, wann immer man kam, rappelvoll. Und ganz besonders berühmt waren hier an Fastnacht die großen Feste. In Bommersheim wurde gegessen, getrunken, groß gefeiert, kostümiert konnte man nur kommen. Das war eine Institution. Und dann fehlen mir ein paar Jahre, weil ich da kleine Kinder hatte und wir nicht essen gegangen sind. Und jetzt so als Rentner können wir wieder essen gehen in Bommersheim. Völlig umgestaltet und aufgeschickt für den Geschmack der heutigen Zeit, was sehr schön ist. Was du jetzt gehört hast, war lange bevor ich sie geheiratet habe. Ja, okay. Ja gut, ich war ja erst 12. Ja, klar. Jetzt sind wir 63 Jahre verheiratet und ab und zu mal hier in Bommersheim. 50 Jahre ist, glaube ich... Gold, ja? Wir hatten schon Diamant. Und Diamant ist wie viel? Das ist 60 Jahre. Und das nächste ist dann eiserne Hochzeit, das ist 65. Ja, von Diamanten zu Eisen. Heute leider ist es so, dass viele sich sehr schnell scheiden lassen. Ja, klar. Sehr schnell. Ja. Nicht mal ein paar Jahre halten. Das ist das eine und auch nicht jeder kann 60 Jahre, man muss sich ja nicht scheiden lassen, es kann ja im Leben was passieren, dass der eine früher weggehen muss als gewünscht. Man kann ja nicht sagen, es ist meine Leistung, dass wir das 60 Jahre geschafft haben. Wir sind beide gesund geblieben, beide beieinander geblieben. Das ist schon die Ausnahme. Haben wir auch kräftig gefeiert. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin noch hunderte Jahre. Nein, nicht so viel, aber ein paar noch. Vielen Dank. Und dann guten Appetit für Ihre schöne Gans. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Tschüss. Tschüss.